Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Claudia Stobrava. Ich leite das Nikolaus-Harnoncourt-Zentrum an der Bruckner-Universität. Ich freue mich sehr, alle Anwesenden an diesem besonderen Tag hier in der Landesmusikschule begrüßen zu dürfen und sehe mit großer Freude zunächst die vielen Gesichter der Familie Harnoncourt. Allen voran Nikolaus Bruder Dr. Franz Harnoncourt-Unverzagt und seine Gattin Marion. Auch alle Kinder von Nikolaus und Alice sind hier. Elisabeth von Magnus und ihr Mann Simon Schouten, Philipp Harnoncourt, und Dr. Franz Harnoncourt mit seiner Gattin Barbara. Auch die Enkel- und Urenkelgeneration sowie weitere Familienmitglieder sind zu unserem Festakt angereist. Begrüßen Sie bitte mit mir Herrn Dr. Ottmar Karas, erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Ein herzliches Willkommen dem Vorsitzenden unseres Universitätsrats, Herrn Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer. Auch die zweite Präsidentin des Oberösterreichischen Landtags, Sabine Binder, erweist uns heute die Ehre. Gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Konsulentingenieur Erich Wahl und Magister Reinhard Ammer. Herzlich willkommen heißen wir die Direktorin der Direktion Kultur und Gesellschaft des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung, Magister Margot Nassal. Ich begrüße den Bürgermeister von St. Georgen im Attergau, unseren Gastgeber Friedrich Meyer-Mellenhoff. Und seinen Amtskollegen aus Straß im Attergau, Thomas Meyerhofer. Sowie den Bürgermeister von Berg im Attergau, Ernst Pachler. Und den Bürgermeister von Attersee, Herrn Rudolf Hemitzberger. Der Bürgermeister Außerdienst von St. Georgen im Attergau, Herr Wilhelm Autzinger, ist heute ebenfalls unser Gast. Auch die Gemeindevorstände von St. Georgen, Herr Herbert Hamader und Martin Plackner, darf ich begrüßen. Ich sehe auch die Gemeinderäte Claudia Sperr, Norbert Schweitzer und Ingenieur Johann Wintereder. Ich begrüße herzlich den akademischen Hausherrn, den Rektor der Bruckner-Universität, Martin Rummel. Die Rektorin der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, Ulrike Süch. Und den Rektor der Johannes Kepler Universität, Stefan Koch. Ebenfalls heute anwesend ist der Rektor außer Dienst der Kunstuniversität Linz, Reinhard Kanonier. Der Studiendekan für künstlerische Studien der Bruckner-Universität, Wilfried Brandstötter. Der Intendant des Musikfests Bremen, Herr Professor Thomas Albert. Der Hausherr dieser Landesmusikschule, Herr Direktor Magister Gerd Lachmeier. Die künstlerische Leiterin der Internationalen Harnoncourt-Tage, die heute Abend mit Haydns Theresienmesse eröffnet werden, Mechthild Bartholomä. Der Direktor der Mozart-Museen Salzburg, Linus Klumpner.
Nun bleibt mir noch, unseren heutigen Keynote-Speaker, den Philosophen Wolfram Eilenberger, herzlich willkommen zu heißen. Und Marie-Therese Arnbohm, unsere Ausstellungskuratorin. Ich sehe noch viele bekannte Gesichter im Saal. Bitte aber um Nachsicht, nicht jeden Einzelnen von Ihnen namentlich zu begrüßen. Ich freue mich auch über alle ZuschauerInnen, die online über den Livestream teilnehmen. Hinter der Bühne bereiten sich die MusikerInnen vor, das Trio Max, Christoph und Uli Engel. Aber zuerst hören wir das Flötenquartett der Musikschule unter der Leitung von Elisabeth Tavernaro. Bitte auf die Bühne. Liebe, sehr verehrte Familie Hanoncourt, geschätzte Ehrengäste, sehr verehrte Damen und Herren, es ist mir heute ein ganz besonderes Privileg, Sie alle hier in St. Georgen im Attergau in unserer wunderschönen Marktgemeinde begrüßen zu dürfen. Zu dieser Eröffnung des Nikolaus-Hanoncourt-Zentrums. Ich muss ganz ehrlich gestehen, bis gestern Abend war mir nicht so ganz klar, was ich heute sagen soll. Das ist relativ einfach. Warum? Ich bin jetzt in der Kultur- und Kunstszene noch nicht so ganz zu Hause, muss ich ehrlich sagen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen verwunderlich sein, weil St. Georgen durchaus einiges zu bieten hat. Bin aber vom Typus her eher so der Techniker, Logiker, Zahlenmensch. Das hat sich gestern Abend dann schlagartig geändert. Wir haben, ich darf vielleicht ein bisschen ausholen, im Jänner ist mir ein kleiner Lapsus passiert. Wir haben ein sehr schönes Neujahrskonzert hier gehabt. Die Mechthild Bartholomä hat mich eingeladen, oder uns eingeladen, meine Frau und mich. Und ich habe mir den Termin damals falsch notiert. Ja. Bin damals an dem Samstagabend für das Konzert seelenruhig zu Hause gesessen, mit den Kindern gespielt, war glücklich. Der letzte Samstag in den Weihnachtsferien. Mir gedacht, so herrlich, ich habe den ganzen Abend noch mit den Kindern, morgen ist noch Neujahrskonzert. Es ist ja also schöner kann es nicht sein, bis mir der Herr Wintereder geschrieben hat, wo ich denn eigentlich wäre. Ja, da bin ich drauf gekommen, Jesus Maria, na, ich habe den Termin falsch eingetragen. Als Entschuldigung hatte ich dann angeboten, eventuell
bei Bedarf oder wenn gewünscht, Künstler bei uns zu Hause unterzubringen, wenn es irgendwie gerade mal eng ist, hier irgendwo irgendwie unterzubringen. Wir sind eine Tourismusregion, es ist nicht immer ganz einfach, kurzfristig oder kurzzeitig auch Gäste unterzubringen. Dementsprechend werden Sie die beiden Herren morgen erleben können, die gerade bei uns zu Gast sind. Und es hat sich ein sehr, sehr spannendes Gespräch entwickelt. Ja? Und dieses Gespräch hat sich über mehrere Etappen dann irgendwo doch in das Technische entwickelt. Ja. Es ging um Pianos, es ging um die ganze Mechanik darin. Ja. Und irgendwann sind wir dann natürlich auch auf das heutige Event zu sprechen gekommen. Und da habe ich auf einmal angefangen zu begreifen, was das hier alles heute eigentlich heißt, ja, um wen es da geht, was er alles geschaffen hat. Also ich meine, ich bin da so offen und ehrlich. Natürlich ist der Name ein sehr berühmter, ein sehr bekannter, ja, auch persönlich bekannter. Aber oft sieht man ja nicht so ganz hinter die Kulissen. Ja? Und wenn man dann wirklich mit Leuten vom Fach, absoluten Profis, darüber spricht und das so ein bisschen auf die eigene Funktionsebene heben kann, sagen wir mal so, ja, dann begreift man, was da eigentlich alles an Schaffenskraft und auch an Kosmos in diesem Kopf eigentlich funktioniert haben muss. Ja? Wie gesagt, meinen Zugang habe ich geschafft über die Mechanik eines Klaviers. Ja? Aber wenn man dann darüber nachdenkt, was oder wie diese Instrumente früher gebaut wurden, ja? Dann auch noch darüber nachdenkt, dass jemand sich damit befasst hat, wie denn das für jemanden geklungen hat, der das damals komponiert hat, ja? Wie das zusammengespielt hat. Und wir reden da jetzt nicht von einem Instrument, wir reden von einem ganzen Orchester. Ja? Also das potenziert sich ja hier gerade alles, ja? In alle möglichen Richtungen. Dann hört der Kopf dann irgendwann auf, weil irgendwann wird es dann zu viel zum Erfassen. Ja? Aber man kriegt ein feines und kleines Gespür dafür, wie groß und wie mächtig dieses Lebenswerk dann doch tatsächlich vom Nikolaus Harnoncourt doch tatsächlich sein muss. Und dementsprechend ist es umso spannender und ich kann da wirklich nur gratulieren, die Art und Weise, die jetzt gewählt wurde mit dieser digitalen Plattform, das so zu machen und auch auf diese Art und Weise weiter bearbeiten zu können. Es freut mich auch ganz besonders, Sie alle hier heute begrüßen zu dürfen, weil für uns in St. Georgen das schon ein sehr, sehr schöner Konnex ist. Ja? Wir betreiben einiges auch an lokaler Kultur. Wir sind enorm stolz zum Beispiel auf unsere Landesmusikschule, auf unsere Musikkapelle. Aber da könnte ich jetzt noch 10 Minuten weiterreden, was wir alles an Angeboten haben. Ja? Und trotzdem, auch mit dem Attergauer Kultursommer zum Beispiel, auch mit den Harnoncourt-Tagen, schaffen wir es auch immer so eine sehr schöne und immer schöner und besser werdende Prise an Internationalität hier auch in die Gegend zu holen, die wirklich sehr, sehr anspruchsvoll und mit sehr viel Können ausgestattet ist, sage ich einmal. Wenn man das alles sich dann vor Augen führt und überlegt, dann denke ich mir, dass diese Begrüßung heute nicht nur eine ist für Sie hier physisch in St. Georgen, ja, sondern ich glaube, es ist auch eine Begrüßung zu einer Reise, die jetzt sowohl die Leute vom Fach als auch die frisch interessierten und eingefangenen Laien zukünftig erleben werden dürfen. Ja, ich glaube, das wird mit diesem Zentrum, mit all dem, was daraus entstehen wird und mit all dem, was dort erarbeitet wird, sicher eine ganz, ganz großartige Reise und ich glaube, auch auf die darf ich Sie heute begrüßen. Danke. Sehr verehrte Damen und Herren, hochgeschätzte Familie Harnoncourt, Herr Vizepräsident, lieber Ottmar, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen aus der Politik, Magnifizenzen, Rektorin, Rektor, lieber Neomusikliebhaber, Bürgermeister Meyer-Mellenhof an der Spitze einer ganzen Bürgermeisterkonferenz, sehr geehrte Damen und Herren. Das Jahr 2024 ist für Oberösterreich in Sachen Kultur ein sehr besonderes. Wir sind jedes Jahr ein breites, ein vielfältiges, Gott sei Dank auch regional breit gestreutes Kulturjahr, aber heuer
gibt es ganz viele auch international beachtete Anlässe. Wir beherbergen wieder oder gestalten wieder in relativ kurzer Zeit nach 2009 in Linz die Europäische Kulturhauptstadt im Salzkammergut und Bad Ischl. Wir können anlässlich des 200. Geburtstags von Anton Bruckner diesen großen Komponisten in unserem Land mit einer eigenen Expo hochleben lassen. Und unter anderem hat eine oberösterreichische Künstlerin die Chance, den Österreich-Pavillon auf der Biennale zu gestalten, was auch schon weithin Beachtung und Anerkennung gefunden hat, neben vielem anderen. Und es stehen auch prägende Persönlichkeiten mit ihren Jubiläen im Mittelpunkt. Und da möchte ich den Bogen jetzt ganz weit spannen. Heute aus gegebenem Anlass, weil wir am Abend unseren Landespatron, den heiligen Florian, feiern, der erst seit 20 Jahren, aber das ist ein rundes Jubiläum, unser Landespatron ist und zum Leidwesen meines zweiten Vornamens den heiligen Leopold als Landespatron abgelöst hat. Aber wir feiern eben auch Anton Bruckner und der große Nikolaus Harnoncourt wäre heuer 95 Jahre geworden. Ganz verschiedenartige Persönlichkeiten, aber in ihrer Strahlkraft und Individualität prägende Persönlichkeiten, ganz besonders für Oberösterreich, die sich in das Gedächtnis unseres Landes zu Recht eingeschrieben haben und weiterwirken. Und durch das Wirken von Alice und Nikolaus Harnoncourt hat sich natürlich auch St. Georgen im Attergau in dieses unser kulturelles Gedächtnis des Landes eingeschrieben und einen besonderen Klang erhalten. In den 70er Jahren haben die beiden mit ihrem herausragenden Können, aber auch mit viel Konsequenz der Musik, mit der Art und Weise, wie sie vermittelt wird, aber auch wie die Aufführungspraxis zu gestalten oder zu handhaben ist, da haben sie der Musik eine neue Richtung gegeben. Und das war natürlich der Gabe, die ihnen beiden mitgegeben war, zu verdanken, aber schon auch mit der unglaublichen Brillanz im Denken, viel harter und konsequenter Arbeit, einem unerschrockenen Forschergeist und vor allem auch der Einstellung, eine nie enden wollende Suche nach dem Wesen der Musik zu betreiben als große Inspirationsquelle. Und deswegen sind beide für uns auch ein Vorbild, sowohl in dieser Einstellung immer wieder nach dem Neuen zu suchen, es immer noch besser zu machen oder zu versuchen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich von der musikalisch-inhaltlichen Bedeutung her. Und darum sind wir als Vertreterinnen und Vertreter des Landes Oberösterreich natürlich sehr, sehr stolz, dass die Familie Harnoncourt und dass vor allem auch Alice und Nikolaus Harnoncourt letztlich bereit waren, dass ihr Wirken und damit ihr Vermächtnis über ihre irdischen Tage hinaus mit unserem Bundesland verbunden bleibt. Das ist eine freudige, aber auch eine ehrende Verpflichtung, der wir hoffentlich auch gerecht werden können. Es ist verbunden mit dem Bewahren, verbunden mit Forschen und ganz nach der Marke Harnoncourt, würde ich sagen, auch immer mit dem Blick und dem Hineingehen in die Zukunft. Und sehr geehrte Damen und Herren, dass wir heute hier in der Landesmusikschule St. Georgen feiern, ist auch kein Zufall oder rein der Örtlichkeit geschuldet, sondern wenn man es auf die Metaebene dessen, was Landesmusikschulen für uns bedeuten, hebt, dann kann man besonders herausstreichen, dass Nikolaus Harnoncourt der Arbeit dieses Hauses und was hier passierte und der Entwicklung junger Leute auch immer sehr verbunden war und daran interessiert war. Und neben vielen guten Entscheidungen, die an unserem Standort Oberösterreich von Generationen vor uns getroffen wurden, war es mit Sicherheit eine der nachhaltigsten, weitreichendsten und besten Entscheidungen meines Vorvorgängers, Dr. Josef Ratzenböck, der übrigens auch heuer 95 wird, die Landesmusikschulen zu gründen und was aus ihnen geworden ist, wie lebendig sie sind, wie sie sich weiterentwickeln und vor allem, wer aller aus ihnen hervorgegangen ist und hervorgeht, das unterstreicht nicht nur die Bedeutung für das Kultur- und Musikland Oberösterreich, sondern es ist mittlerweile sonnenklar und sogar durch eine wissenschaftliche Studie bewiesen, dass beispielsweise der Forschungserfolg, der Innovationserfolg, damit aber auch der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes ohne diese massiven Investitionen in die Kultur und vor allem in die musische Bildung nicht denkbar wären. Und daher sei das besonders herausgehoben, dass der Weltstar Nikolaus Harnoncourt, der mit allen Größen der Welt
arbeiten konnte und gearbeitet hat, der für Sie auch ein wichtiger Ratgeber und Begleiter war, dass er immer auch an die jungen Leute hier gedacht hat und an ihrer Förderung entsprechend interessiert war und geblieben ist. Und daher ist es nur konsequent und stimmig und wir sind der Familie sehr, sehr dankbar, dass es unsere Universität für Musik, Schauspiel und Tanz war, unsere Anton Bruckner Privatuniversität, die ausgewählt wurde, dem Nachlass von Nikolaus und Alice Harnoncourt auch eine Heimat zu geben. Wir wissen, was das bedeutet, wir wissen das sehr zu schätzen und aus diesem Anlass darf ich vielleicht auch, weil hier das schöne Logo hinter mir prangt, noch darauf hinweisen, die Anton Bruckner Privatuniversität ist deswegen privat, weil sich das Land Oberösterreich privat eine Universität leistet. Was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass durch die Segnungen unserer Universitätsgesetzgebung diese Uni diesen Namen trägt. Sie ist aber am Standort nicht nur eine, die uns ganz gewaltig mitgestaltet, sondern sie ist eine der internationalsten, wenn nicht momentan überhaupt die internationalste Uni, die wir haben von Ausmasterstudierenden her. Sehr geehrte Damen und Herren, die gute, die unerschöpfliche Neugierde, die Offenheit auf Basis eines stabilen Wertefundaments immer weiter zu suchen, die unglaubliche Fähigkeit zum reflektierten Denken und auch das konsequente Arbeiten, das ist das, was neben vielen für das Wirken und das Werk von Nikolaus Harnoncourt steht. Und das hat er auch mit großer Leidenschaft ganz besonders immer an die jungen Menschen weitergegeben. Und das soll auch das Fundament der Arbeit unseres neuen Nikolaus Harnoncourt Zentrums an unserer Bruckner Uni sein. Den Kern bildet natürlich der Nachlass, der jetzt auch entsprechend digitalisiert, damit zugänglich und beforschbar gemacht wird. Ich glaube, dass da noch vieles an Schätzen, die wir dann auch sehr zu schätzen wissen werden, gehoben wird. Für das Land Oberösterreich und für die Bruckner Uni ist es aber eine nachhaltige Entscheidung und daher auch eine so große Freude und Ehre, dass wir die Auszeichnung haben, mit dem Leben und Werk von Nikolaus Harnoncourt verbunden zu bleiben. Und ich bin dir, lieber Franz, ausgesprochen dankbar, dass du es möglich gemacht hast, vor einigen Jahren mittlerweile, dass ich deinen verehrten Vater auch noch persönlich kennenlernen durfte, was auch ein bleibendes und prägendes Ereignis für mich war. Für Nikolaus Harnoncourt ist der Musik ein Weg gewesen, der Welt zu begegnen, sich wahrscheinlich immer auch neue Fragen zu stellen, aber vor allem auch immer neue Antworten zu finden und zu suchen. Musik hat die Kraft, uns die Welt zu erschließen und uns auch neue Welten zu zeigen. Das ist für unsere persönliche Entwicklung ganz besonders wichtig, aber mit Sicherheit gerade in Zeiten wie diesen, wo so viele liebgewonnene Sicherheiten unserer Gesellschaft auf dem Prüfstand stehen, auch für die Entwicklung unserer gesamten Gesellschaft sehr, sehr wichtig. Somit ist dieses Nikolaus Harnoncourt Zentrum für uns ein großes Zeichen der Anerkennung, auch des Dankes. Wir verstehen es aber als steten Auftrag, Kunst und Kultur als eine der wichtigsten Wege zu sehen, wie wir unser Land und unsere Gesellschaft auch weiterentwickeln können, wie wir bessere Wege finden und wie wir vor allem auch den Zusammenhalt im Lande festigen können. Noch einmal ein großes Dankeschön der Familie Harnoncourt. Ich danke auch unserer Bruckner Uni mit dem Rektor an der Spitze, die auch heuer ein Jubiläum feiert, 20 Jahre Universität, nachdem sie vorher schon Jahrzehnte über Jahrzehnte aus einem Konservatorium heraus gewachsen ist. Und ich wünsche dem Team, das die Ehre hat, für das Nikolaus Harnoncourt Zentrum zu arbeiten, viel Freude, viel Erfolg und auch viel Erfüllung bei dieser Arbeit. Wir alle werden daran viel Freude haben. Herzlichen Dank der Familie und alles Gute unserem neuen Nikolaus Harnoncourt Zentrum. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Vizepräsident Hochwürden, Magnifizenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebes, geschätztes und schon sehr eifriges Team des Nikolaus Harnoncourt Zentrums, auch herzlich der nicht anwesende Florian Bösch, der von unserer Mutter
quasi als Kunstbruder, als Kurator, als Spiritus Rector dieses Nikolaus-Harnoncourt-Zentrums adoptiert wurde und damit, liebe Familie, und damit meine ich nicht nur meine leibliche Familie, sondern eine der vielen besonderen Eigenschaften unseres Vaters, eigentlich unserer Eltern, war es, all jene Beteiligten an einer Produktion, an einem Projekt, würde man heute sagen, blitzartig in eine große, an dem Thema interessierte Entdeckergemeinschaft, Familie aufzunehmen, natürlich mit einem Pater Familias, aber an einem Thema auf Augenhöhe in Tiefgründigkeit und Forschergeist gemeinsam interessiert und ernst genommen. Wenn heute das Nikolaus-Harnoncourt-Zentrum sozusagen offiziell vom Stapel läuft und unser Vater war in seiner Jugend ein begeisterter Schiffsmodellbauer und unser Großvater, man glaubt es kaum, war ein fast legendärer österreichischer Marineoffizier mit Privatklavier in seiner Kajüte. Dann, und der Herr Landeshauptmann hat es vorher schon angesprochen, dann gibt es wohl kaum einen symbolträchtigeren Ort als eine Landesmusikschule. Kein Opernhaus, keine der internationalen Konzertsäle, auch keine Universität, sondern eine regionale und, wie man heute sagen würde, niederschwellige Bildungseinrichtung für alle. Denn das war, und du hast das dankenswerterweise wirklich schon sehr klar angesprochen, und eines der ganz großen Anliegen seines gesamten Wirkens, das Menschenrecht auf künstlerische Bildung und Gestaltung zu erhalten, zu entwickeln, in seiner Bedeutung und in seiner Selbstverständlichkeit zu stärken, also an einem Ort wie diesen lebendig zu halten. Denn die Kunst ist die Nabelschnur, die uns mit dem Göttlichen verbindet. Wahrscheinlich ist das am häufigsten zitierte Satz von Nikolaus Harnoncourt und wahrscheinlich ist dieses so weihevoll anmutende Bekenntnis auch das am meisten missverstandene Zitat unseres Vaters. Ein Satz, der aufs Erste wie Öl die Seele hinuntergleitet, ein Satz, der Erhabenheit und weihrauchgeschwängerte Größe imaginieren könnte. Die Kunst als abgehobene, mythosumwölkte Harmonieveranstaltung. Aber nichts wäre ihm, dem Rebellen und dem personifizierten Fragezeichen ferner gelegen als diese Interpretation. Unser Vater war viel zu gebildet, viel zu weltoffen und gleichzeitig religiös verankert, um nicht zu wissen, dass das Göttliche alles und mehr umfasst, was uns Irdischen denkbar ist. Vom griechischen Götterhimmel mit seinen unendlichen Emotionen und Beziehungen, die unsere Literatur bis heute beflügelt und anregt, bis zum abrahamitischen Gott, dem auch nichts Irdisches fremd war und ist, der von der Verdammnis bis zur Erlösung, von der Eifersucht bis zur verzeihenden, barmherzigen Liebe eben alles widerspiegelt, was denkbar und darüber hinaus ist. Das ist der Spannungsbogen des Göttlichen, den er vermutlich gemeint hat, wissend, dass dieser erhabene, wohlbedachte Satz durchaus auch Anlass zu Missverständnis und Widerspruch geben kann, ja muss. Aber wer kennt sie nicht? Die tiefen Widersprüche der göttlichen Erwartung und der menschlichen Realität. Wer zweifelt und verzweifelt nicht an der irdischen Realität und den in allen Religionen zugesagten Heilsversprechen? Und wer sich mit unserem Vater beschäftigt, der weiß, dass genau diese Widersprüche, diese Räume für Interpretation, diese knisternden Spannungsfelder für Inspiration und Fantasie die Welt waren, in der er seine unendlich ernsthaften und tiefgründigen und zutiefst künstlerischen Aktionsfelder fand. Die Kunst als Ausdruck der ganzen Bandbreite des Menschseins und gleichzeitig
einzigartiger Ausdruck der Conditio Humana, als nur dem Menschen eigene gegebene Raison du Cœur, von ihm übersetzt als Sprache des Herzens, ein von ihm oft benutztes Zitat, aber vor allem ein fundamentaler Eckstein menschlicher Ausdrucksform von Blaise Pascal. Diese Sprache des Herzens eröffnet einen weiteren Blick in das Kaleidoskop seines unorthodoxen Denkens, denn auch dieses Sprachbild eröffnet kitschgedrängte Zuckerwattewelten. Auch da die Versuchung, diese Sprache des Herzens als emotionalen Marmeladetopf zur Versüßung des Alltagsbrotes, das ist fast ein Zitat, zu verstehen. Aber wer in diesem Raum hat in seinem Herzen nicht schon alle Abgründe und Höhepunkte, Hass und Liebe, Verzweiflung und Erlösung, Einsamkeit und Geborgenheit gefühlt? Die Sprache des Herzens als die zutiefst menschliche Sprache der Emotion und Fantasie, aber eben Sprache. Und gibt es etwas, was heute in Zeiten der künstlichen Intelligenz, der Sprachavatare und demnächst auch der Persönlichkeitsavatare zeitloser, nein, zeitgemäßer sein kann als die Sprache des Herzens und der Fantasie? Die Kunst, nicht nur die Musik, aber sie mit ihrem direkten Zugang zu unserer Seele in besonderer Weise als der Schlüssel zu unserem Menschsein in seiner Vielfältigkeit, in seinen Brüchen und der großartigen Möglichkeit, die Gabe der Fantasie als zutiefst menschlichen Gegenpol zur begeisternden und faszinierenden und so erfolgreichen praktischen Gabe der Logik und Mechanik, die Kunst also als unverzichtbare zweite Seite unserer Menschenmedaille. Die Bandbreite, der Widerspruch, das Suchen, die Begeisterung, der Mut zum Pionier und das Wissen und die Möglichkeit des Scheiterns. Denn, auch das ein Zitat, an der Grenze zum Abgrund ist die größte Wahrhaftigkeit und Schönheit zu erkunden. Und das Bekenntnis zu den Wurzeln, um in das Heute hineinzuwachsen. Das ist der Rahmen des Denkens und Tuns und damit, wie ich denke, der Auftrag an das Nikolaus-Harnoncourt-Zentrum, das sich aus meiner Sicht mit unserem Vater verbinden und verbinden muss. Auch wenn das Philosophieren und über die Nabelschnur zum göttlichen Nachdenken, auch wenn die tausenden Seiten von Wissen und Denken, die nun dokumentiert und demnächst allgemein zugänglich sind, und auch wenn Audio- und Videodokumentationen sein Schaffen und sein Wissen festhalten und dokumentieren. Es soll nie um ein Walhalla des Andenkens gehen. Darum ging es nie und darum darf es nie gehen. Es geht um die Inspiration und den Mut menschlichen Entdeckergeistes, der Amundsen zum Pol gebracht hat, Humboldt nach Südamerika, Darwin auf die Galapagos-Inseln und Alice und Nikolaus Harnoncourt in das Universum der Kunst und die Wunderwelt der Originalinstrumente gelockt hat, nie benützt, immer dem Schaffenden verpflichtet, nie eitel und immer der Sache dienend. Wir sind als Menschen und als Menschheit mit 2 Hirnhälften geboren, lassen Sie sich das von mir als Arzt sagen, beide nötig, beide verbunden und beide ganz offensichtlich widersprüchlich, aber doch im Dialog miteinander. Diese Widersprüche zu ertragen und zu gestalten, das Neue zu suchen und das Wertvolle an der Vergangenheit zu erkennen, den Mut zum Irrtum und den Glauben an die Kunst, das wünsche ich, das wünschen wir dem Nikolaus-Harnoncourt-Zentrum und das braucht es, um diesen Namen würdig und vor allem mit Inhalt zu tragen. Dankeschön.
Nikolaus Harnoncourt vorstellen, das Bariton. Er hat 1960 dieses Instrument von dem Geigenbauer Julius Krenn nachbauen lassen in Wien. Das Instrument, das er als Vorbild hatte, war ein Bariton von Daniel Stadelmann. Und das Besondere aber an dem Nachbau war, dass Nikolaus sich ausbedungen hat, den Kopf selbst zu schnitzen. Und Sie werden sehen, dass es ihn mit seinen Augen, mit seinem Blick anschaut. Das Instrument war über 250 Jahre viel in Gebrauch, von 1614 bis 1850. Dann hört es plötzlich auf für fast 100 Jahre. Hier, das Instrument hat 6 Spielseiten, vorne in der Gampenstimmung. Und wenn wir das Instrument umdrehen, sind hinten neun Aliquotseiten, die dem Klang, der Verschönerung des Klangs dienen, aber auch mit dem Daumen der linken Hand beim Spiel gezupft werden können. Die Hochblüte des Instruments war am Hof von Nikolaus, von einem anderen Nikolaus, Nikolaus Esterházy, der selbst Baritonspieler war und bei dem Haydn auch zu Diensten war für 30 Jahre und für den Haydn immer wieder Musik für die Gamba zu schreiben hatte. Und aus dieser Musik dürfen wir jetzt das Instrument von Nikolaus klingen lassen. Zuerst müssen wir stimmen.
Liebe Familie Harnoncourt, Herr Landeshauptmann, geschätzte Ehrengäste, liebes Publikum, ich darf noch auf eine zweite Tatsache hinweisen, weil ich es gerade sehe. Auf diesem grünen Roll-up steht noch Hagenstraße 57. Inzwischen ist die Bruckner Universität übersiedelt. Jedenfalls vielleicht ein kleines Stück weit geistig übersiedelt. Wir sind jetzt am Alice Harnoncourt Platz Nummer 1. Und ich danke... Ich danke auch dafür der Familie Harnoncourt, dass wir diesen Namen als unsere Adresse tragen dürfen. Das ist entstanden aus einem genuinen Bedürfnis, das duale Lebenswerk eurer Eltern zu bewahren. Und ich glaube schon, dass sich das Nikolaus-Harnoncourt-Zentrum an der Bruckner Universität am Alice Harnoncourt Platz 1 besonders schön liest. Was ist Arbeit? Fragt Wolfram Eilenberger sich und uns gleich in seiner Keynote. Sie sehen im gedruckten Programm ein Faksimile einer Harnoncourtschen Notiz, die diese Frage initiiert hat und daher versinnbildlicht, was wir als Universität mit diesem Schatz, den uns die Familie Harnoncourt überlassen hat, vorhaben. Neben der Dienstleistung für die Musik- und Forschungswelt, das viele Material systematisch zugänglich zu machen, ist unsere Aufgabe eine viel größere und spannendere. Und vor allem ist sie, anders als die eines Museums oder die der reinen Veröffentlichung, in die andere Richtung gerichtet, nämlich nach vorne. Mehr noch als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben, hat Albert Einstein gesagt. Das ist wohl ganz im Harnoncourtschen Sinne, auch wenn wir alle wissen, dass er die Vergangenheit
genützt hat, um ihr nahe zu kommen, ihr nahe kommen wollte, um sie gegenwärtig zu machen und mit diesem Wissen die Zukunft zu gestalten. Die Errichtung des Nikolaus-Hanoncourt-Zentrums ermöglicht uns, diese Denk- oder sogar Lebensweise fortzuführen. Universitäten sind entgegen der landläufigen Meinung nämlich nicht dazu da, Antworten zu geben. Universitäten sind dazu da, Fragen zu stellen. Daher werden und wollen wir ganz bestimmt nicht nach Antworten suchen. Was hier gesucht werden wird, sind Fragen, so wie Hanoncourt sein ganzes Leben lang gesucht und gestellt hat. Ich kann Ihnen auch bestätigen, dass Fragen stellen meistens lustiger ist als Antworten geben, weil nur aus Fragen eine Zweibahnstraße des Dialogs und des Intellektuellen oder manchmal auch nur herzhaft geblödelten Pingpongs entsteht. Ich danke daher natürlich und zunächst ganz besonders der Familie Hanoncourt, dass sie diese zukunftsweisende Entscheidung getroffen hat, uns auf die Suche nach Fragen zu schicken. Ich danke dem Land Oberösterreich, das unserer gemeinsamen Vision dieses Zentrums vertraut und seine finanzielle Ausstattung ermöglichen wird. Und ich danke dem Team unserer Bruckner Universität, das es nun mit Leben erfüllt. Staunen Sie in den nächsten Jahren mit uns, was hier alles zutage treten wird. Kunst, Musik, Bildung, Sprache und Kultur jeglicher Art sind das Fundament, auf dem menschlicher Diskurs gebaut ist. Die Sprache und die Künste unterscheiden uns am allermaßgeblichsten von der Tierwelt. Und das, um mit Nikolaus Hanoncourt zu sprechen, kann Ihnen jeder Heuschreck bestätigen. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, lieber Thomas, liebe Familie Hanoncourt, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Neben der wundervollen musikalischen Untermalung durften wir heute schon sehr viel über den Menschen, die Arbeit und das Lebenswerk des Dirigenten, Forschers, Schriftstellers, Entdeckers Nikolaus Hanoncourt erfahren. Ich selbst darf mich zu den jahrelangen Besuchern des Attergauer Kultursommers und der internationalen Hanoncourt-Tage zählen. Umso schöner finde ich es, dass vieles, was der beseelte, wortgewaltige, im wahrsten Sinne des Wortes große Nikolaus Hanoncourt auf seinen Reisen entdeckt, erforscht, festgehalten hat, nun für alle zugänglich gemacht wird. Viele von Ihnen wissen vielleicht, dass mich mit Hanoncourt auch verbindet, dass ich im Attergau, am Attersee, meinen Ruheort, einen Ort zum Nachdenken und zum Arbeiten gefunden habe. Und auch ich durfte in meiner Arbeit viel herumkommen. Deshalb glaube ich auch zu verstehen, was Nikolaus Hanoncourt und seine Familie hier so geschätzt hat und schätzt. Etwas habe ich an der Lebensgeschichte von Nikolaus Hanoncourt immer bewundert. Das tiefe Verständnis für die Bedeutung von Geschichte. In den letzten Jahren wird mir immer bewusster, wie integral die unterschiedliche Geschichte, die unterschiedliche Kultur, die unterschiedlichen Bilder, die unterschiedlichen Töne für unser Zusammenleben in Europa sind. Wir neigen leider dazu, die Vergangenheit etwas zu verklären, zu vergessen oder ausschließlich aus dem Blickwinkel des Heute zu bewerten. Die Geschichtsvergessenheit
ist eine wesentliche Ursache für Fehler bei der Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit. Dabei sind Erfahrungen und Erlebnisse wohl unser größter Schatz. Frei nach Mark Twain sage ich, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Wesentlich ist, dass wir aus ihr lernen und nicht die gleichen Fehler wieder machen. Nikolaus Harnoncourt war niemand, der verklärt. Er wollte die Musik aus der Philosophie der Zeit verstehen. Er wollte wissen, wie die Stücke zur Entstehungszeit klangen. Er wollte wissen, wie die Umstände der Zeit waren, was die Menschen bedrückte, wo das Stück geschrieben wurde. Diese Einstellung würde uns bei der Gestaltung der Zukunft den Umgang mit den vielen Herausforderungen unserer Zeit sehr, sehr nützen. Denn auch wir Menschen sind nicht alle gleich. Und das ist gut so. Die 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die heute in der Europäischen Union leben, sind Menschen mit unterschiedlichen Sprachen, Traditionen, Kulturen, Tönen, Klängen, Erinnerungen, Erfahrungen und eben Geschichten. Vergessen wir das nie. Insofern hinterlässt uns Nikolaus Harnoncourt nicht nur ein musikalisches Erbe, sondern er inspiriert mit seiner Einstellung. Und vergessen wir nicht, dass über das, worüber wir uns heute freuen, was jetzt digitalisiert wird, was allen zugänglich gemacht wird, viel Arbeit war, handgeschrieben. Und auf dem Dachboden, nicht weit weg von hier, strukturiert und gesammelt wurde. Schauen wir mal alle in unsere Dachböden. Ich hoffe, wir finden viel. Und das Nikolaus-Harnoncourt-Zentrum ist daher auch eine Denkwerkstatt. Eine Denkwerkstatt soll uns helfen, einander zu begegnen, zu lernen, zu forschen und zu überlegen, was heute das Neue ist. Ich bin glücklich, dass ich diesen Tag mit Ihnen heute erleben darf. Herzlich alles Gute. Ein kleines Ständchen für Alice.
Meine Damen und Herren, vielen Dank für die ehrenvolle Einladung. Denkgenosse Eilenberger meldet sich hiermit pünktlich zum rhetorischen Erbauungsdienst. Nun stehe ich also hier am Podium vorgestellt als Philosoph und soll Ihnen allen möglichst geschliffen und heiter, nehme ich an, etwas über die Bedeutung von Kunst und Kultur als Arbeit für die Gesellschaft erhellen. Kunst, Kultur, ach so große, so schöne, hehre Worte. Worin also ist das nicht die eigentliche Frage hinter der Frage, besteht wohl deren Nutzen für die Gesellschaft? Lassen Sie mich meine Karten und meinen Einsatz in diesem Erhellungsspiel gleich auf den Tisch legen. Wie jeder Mensch, der dem, was er tut, mit freiem und vollem Herzen nachgeht, ist dies eine Frage, die ich mir während meines Arbeitens niemals stelle und der ich mich hoffentlich auch niemals stellen muss. Handelt es sich dabei doch um eine, meiner Erfahrung nach, tief unproduktive Frage. So wie sie gestellt ist, kennt sie keine überzeugende Antwort, ja, kann sie diese nicht kennen. Und genau darin, in ihrer faktischen Bodenlosigkeit, wäre meine Ahnung, besteht auch ihre eigentliche, vor allem politische Funktion. Sie, die Frage nach dem Nutzen von Kunst und Kultur für die Gesellschaft, ist mit anderen Worten eine Trickfrage, eine Falle. Und zwar für uns alle. Hier. Ja, für jeden Menschen, der im weitesten Sinne werktätig ist, der aus eigener Erfahrung weiß, was es heißt, gut zu arbeiten, der oder die aus eigener Erfahrung weiß, was es heißt, im eminenten Sinne tätig zu sein. Rufen wir uns nur für einen Moment, sagen wir, einen Musiker oder einen Dirigenten oder eine Konzertmeisterin vor das geistige Auge. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich ausgerechnet auf diese Beispiele komme. Vergegenwärtigen wir uns also, wie sie ihr Instrument nach Jahrzehnten des Übens tief geschult und fokussiert zum Klingen bringen. Oder ihr Orchester in anmutigster Resonanz zum Schwingen und Abheben, in voller Konzentration und Hingabe, passioniert, ja,
das wäre wohl kein zu starkes Wort in heiliger Selbstvergessenheit. Frage: Glaubt irgendjemand hier im Saale, irgendein Heuschreck, sonst wo auf der Welt, dass es für solch ein Individuum in dem Moment, in dem es so tätig ist, die Frage nach dem Nutzen oder auch nur der Bedeutung ihres Tuns für die Gesellschaft auch nur die geringste Rolle spielt, Relevanz entwickelt, geistesgegenwärtig wäre? Natürlich glaubt das niemand. Es ist eine groteske, vollends absurde Vorstellung. Und solcher Bescheid gilt nicht nur für mutmaßlich hehre und hochwohlgeborene Tätigkeiten wie das Dirigieren, Musizieren oder Philosophieren. Nein, es gilt auch für Conny Leimer, wenn er durchs Mittelfeld der österreichischen Nationalmannschaft fräst. Es gilt für die Augenärztin, die mit geschultem Blick eine Netzhaut operiert, eine Grundschullehrerin, die ihrer Klasse das Addieren lehrt. Es gilt für die Krankenpflegerin, die hoffentlich in zugewandter und zeitentlasteter Weise Sorge für einen Nächsten trägt. Womit wir schon einmal, meine ich, Folgendes festhalten können: Für den, der gut und im eminenten Sinne arbeitet, stellt sich die Frage nach dem Nutzen oder der Bedeutung seines Tuns nicht. Ja, stärker. Dass sich diese Frage nicht stellt, ist der eigentliche Erfahrungsbeweis dafür, dass er oder sie gerade gut am Werk ist. Wer aber stellt diese Frage dann? Die Frage nach dem Nutzen oder der Bedeutung spezifischer Tätigkeiten, vor allem mit Blick auf dieses ungeheuer große, uneinholbare und wohl rätselhafteste Wort unserer Sprache, nämlich die Gesellschaft. Und wer macht sich dann in der Regel anheischig, die gestellte Frage im Namen der Gesellschaft oder auch nur seines Milieus positiv beantworten zu wollen? Hier, meine Damen und Herren, berühren wir ein Geheimnis. Denn sehen Sie, was so unschuldig im Sinne einer Was-ist-Frage daherkommt, ist, gerade mit Blick auf den möglichen Nutzen der befragten Sache für die Gesellschaft, eigentlich nie ein Erkenntnisproblem. Angewandt auf unseren heutigen Fall: Wer fragt, was Arbeit ist, will in der Regel nicht wissen, was Arbeit ist. Vielmehr will er oder sie aktiv und zielgerichtet in Frage stellen, ob gewisse Tätigkeiten Arbeit sind. Und zwar regelmäßig mit der Absicht, diese identifizierten Non-Arbeiten dann im Namen der Gesellschaft und deren Nutzen die Bedingungsgrundlage zu entziehen oder gar nicht erst zu gewähren. Das war schon bei den alten Griechen so, können Sie nachlesen. Und es stimmt heute gewiss nicht weniger. Solches scheinbar grundphilosophische Fragen steht also vor allem im Dienst des Infragestellens, des öffentlichen Delegitimierens spezifischer Tätigkeiten. Wer glaubt, es ginge hier um Wesenserkenntnis, hat den traurigen Witz an der Sache, fürchte ich, also schlicht nicht verstanden. Und das Gleiche gilt in der Regel für Menschen, die sich dann gedanklich auf den Weg machen, diese Frage aufzunehmen und nachzuweisen, womöglich sogar empirisch, soziologisch, psychologisch, dass Kunst und Kultur als Arbeit für die Gesellschaft tatsächlich einen riesigen, messbaren Nutzen haben. Sogar noch Theorien der Kunst und der Arbeit entwickeln oder der Kultur, um ihre begrifflichen Wackelpuddings mit eigens ersonnenen Definitionen an die Wand zu nageln und darauf aufbauend Studien in Auftrag zu geben, um den gemutmaßten Nutzen zu messen, zu quantifizieren. Als ob es diesen oder überhaupt einen Nutzen gäbe, bevor man sich darüber klar geworden wäre, was es für einen Menschen bedeuten mag, gut zu leben, gut zu arbeiten, gut zu sein. So hält man sich dann wechselseitig ideologisch zum Narren.
Sie kennen das Spiel. Es ist selten sehr unterhaltsam. So gut wie nie schön zu bezeugen. Es reißt die wenigsten von uns wirklich mit, begeistert kaum einen. Sofern es überhaupt jemanden zum Nachtun inspiriert, dann selten die Besten und Werkfrohsten unter uns. Solches Diskursschauspiel zeitigt mit anderen Worten das gerade Gegenteil von all den Effekten und Wirkungen, die sich unmittelbar einstellen, wenn wir uns in der Gegenwart eines Menschen befinden, der, wie wir dann auch sagen, in seiner Arbeit aufgeht. Eine wunderschöne Wendung, nicht wahr? In seiner Arbeit aufgehen. Aufgehen, wie eine Blume, wie ein Teig, wie eine Gleichung, wie ein Licht, wie die Sonne. Geht Ihnen da nicht auch möglicherweise etwas auf? Von Nicolas Harnoncourt geht die Sage, so trug man es mir zu, dass er eigentlich nie so etwas wie Urlaub gemacht hat, gebraucht oder gewünscht hat. Dass er im besten Sinne produktiv und immer schöpferisch zugange war, ganz und gar in seinem Tun aufging und andere mitriss. Dinge, die man erzählt und von denen, auch wenn sie nie die ganze Geschichte sein möchten, doch von Herzen wünscht, dass sie wahr wären. Denn so ein Leben, wir können nicht anders, stellen wir uns dann eben als erfüllt, als gelingend vor. Und ich glaube, Sie spüren immer noch etwas, zumindest spüre ich etwas von diesem Enthusiasmus, von dieser göttlichen Urenergie, die in diesem Menschen gewaltet haben muss. Und wir können uns das nicht anders als gelingend vorstellen, auch und obwohl solch ein Leben bei anderen Menschen dann die Frage hervorruft, ob so ein Mensch eigentlich jemals gearbeitet hat. Ob wir das dann Arbeit nennen wollen. Also eben, und wissen Sie, diese Frage, wollen wir das dann Arbeit nennen? Das wissen Sie alle aus eigener Lebenserfahrung, wird meist von Menschen gestellt, die sich unter Arbeit nur etwas vorstellen wollen oder können, das mit innerer Überwindung, das mit äußerem Zwang, das mit dauerhafter Selbstverleugnung und Fremdbestimmung zu tun hat. Also eben jenen Menschen, Sie ahnen das längst, die dann im öffentlichen Raum die Frage nach der Bedeutung der Kunst und Kultur als Arbeit für die Gesellschaft in Zirkulation bringen und sich doch niemals von irgendeiner der gegebenen Antworten überzeugen lassen werden. Womöglich sollte man ihnen, den so Fragenden, aus geklärter philosophischer Sicht einfach sagen, schleich dich. Viel eher aber und produktiver gewendet, komm zu uns, teile unsere Erfahrungen, versuch gern mal selbst. Dann werden wir ja sehen, wie lange sich diese Frage für dich überhaupt noch stellt. Und dies nicht nur in Tätigkeitsbereichen, die der Kunst und Kultur zugeordnet werden, was auch immer das im Einzelnen heißen mag. Aber eben auch da und wohl besonders und sichtbar mitreißend da. Womöglich wäre das ein Versuch zu bestimmen, wovon wir reden, wenn wir von Kultur und Kunst reden. Von Erfahrungsräumen, an denen selbstbestimmte Menschen in einer Weise tätig sind, die uns in ihrer Anmut unmittelbar wünschen lässt, ihre Erfahrungen zu teilen. So wie es bei Nikolaus Harnoncourt der Fall war, offenbar. So wie auch dieses Zentrum hoffentlich so ein Ort sein wird. Denn, das habe ich doch richtig verstanden, es soll in ganz ausgezeichneter Weise zu einem Raum werden, in dem Menschen in schöpferischer Weise produktiv sein können, ohne sich in ihrem Tun von falschen Fragen und Zwängen belastet zu erfahren. Freigespielt von all dem hoffnungslos Unnützen, um das wir unsere allzu nutzenversehrten Leben
organisieren. Ein Raum für aufgehende Menschen, für Forscher und Forscherinnen natürlich. Womit sich dann tatsächlich und wie unvermutet eine Antwort auf die gestellte Preisfrage nach der Bedeutung, sogar dem Nutzen der Kunst und Kultur für die Gesellschaft ergäbe. Nämlich folgende: Die Bedeutung der Kunst und Kultur als Arbeit für die Gesellschaft besteht in der beispielhaften Verkörperung der Erfahrung, dass wir als Menschen am schöpferischsten und produktivsten sind, wenn sich die Frage nach dem Nutzen unseres Tuns gar nicht erst stellt und wir uns nicht unter sie gestellt, von ihr beengt erfahren. Oder in den Worten von Nikolaus Harnoncourt: Die Kunst hat und dient keinem Zweck, dafür jeden Sinn. Sie ist eine der Mütter der Erfahrung, was es überhaupt heißt, bedeutungsvoll zu sein. Möge dieses Zentrum also im Geiste seines Namensgebers zu einem Ort solcher Erfahrungen werden, fraglosen Arbeitens und Werkens. Es wäre gewiss nicht zu unser aller Schaden und auch nicht dem der Gesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Eilenberger. Beeindruckende Worte. Sie haben uns die Latte hochgelegt, aber das haben wir ja selbst auch. Ich mische mich noch kurz dazwischen, aber ich möchte Ihnen heute keinen Überblick über das Leben oder Wirken von Nikolaus und Alice geben. Hier alle im Saal sind darüber ausreichend informiert. Vielmehr möchte ich Ihnen meinen Eindruck über ihr Nachwirken kurz erzählen. Wenn ich Menschen mit der Mission des Nikolaus-Harnoncourt-Zentrums kontaktiere, Personen, die ich kenne oder mir Unbekannte, so erwarten mich positive Antworten, strahlende Augen und offene Türen. Viele erzählen mir, wie die Harnoncourts ihr Leben verändert und beeinflusst haben. Es sind WegbegleiterInnen, MusikerInnen, SängerInnen, das Publikum oder auch Personen aus der Medienwelt. Und sie sitzen heute in diesem Saal und unterstützen uns in vielerlei Hinsicht. Manche bringen sogar ihre eigenen Sammlungen und Archive ein. Stellvertretend möchte ich hier besonders Andreas Theiner, Johannes Schmid, Felix Breisach, Takaomi Negoro und Lionel Meistermann nennen. Vor allem gilt es jedoch der Familie Harnoncourt, dem oberösterreichischen Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer und dem Rektor der Anton Bruckner Privatuniversität Martin Rummel meinen großen Dank auszusprechen. Ohne sie wären wir heute alle nicht hier. Nikolaus Harnoncourt konnte mit seiner unvergleichlichen Art positive Energie, Ermutigung, Aufbruchsgeist und Inspiration in Menschen pflanzen, die diese nie verlassen wird. Manchmal, wenn die Klangrede aus seiner Sicht nicht überzeugend war, sagte er zu Alice: Alice, wir haben umsonst gelebt. Manche zweifeln heutzutage, ob Nikolaus und Alices Wirken noch Kraft hat oder ob ihre Leistungen längst überholt sind. Ich würde sagen, ihre Fußstapfen, in denen wir heute stehen, sind so groß, dass wir es nicht einmal bemerken. Wir treten als Nikolaus-Harnoncourt-Zentrum dafür an, dass Klangrede nicht zum Smalltalk wird, dass wir kommende Generationen anregen, immer weiter zu zweifeln, weiter zu forschen, weiter zu denken, Erkenntnisse zu gewinnen und niemals nur Noten zu spielen. Sie alle hier sind der lebendige Beweis, dass es gelingen kann. Sie haben sicher am Nikolaus-Harnoncourt-Platz die neue schwarze digitale Infotafel gesehen. Dort können BesucherInnen nun vieles über Alice und Nikolaus erfahren. Aber es ist auch der Startpunkt für einen interaktiven Spaziergang mit 7 Stationen, der Kinder und Erwachsene auf Entdeckertour durch den Ort mit Hilfe der Musikvermittlungs-App Hubbles schickt. Große Empfehlung.
Und sicher fragen Sie sich auch, wann ist das Archiv dann endlich zu sehen? Wir erstellen gerade unsere Datenbank, die den gesamten digitalisierten künstlerischen Nachlass erfassen wird, und arbeiten an unserem Webauftritt. Im Herbst dieses Jahres wird die Website gelauncht. Sie werden natürlich darüber informiert. Ich bedanke mich bei allen für die bisherige und zukünftige Unterstützung, besonders auch bei den Gemeindevertretern, Herrn Bürgermeister Friedrich Meyer-Mellenhoff, Herrn Bürgermeister Außerdienst Ferdinand Eigner, der dazu viel beigetragen hat, und dem Direktor der Landesmusikschule, Herrn Magister Lachmeier. Morgen geht es hier weiter, 11 Uhr, mit unserer ersten kulturphilosophischen Denkwerkstatt mit Florian Bösch und Judith Hoffmann und Wolfram Eilenberger natürlich, wo wir sein heute angeschnittenes Thema noch vertiefen dürfen. Ich rechne mit Ihnen, dass Sie da sind, aber auch im Livestream wird es zu erleben sein. Und nun übergebe ich das Wort an Frau Dr. Marie-Therese Arnbohm, unsere Ausstellungskuratorin. Dankeschön. Es bleibt mir nun, Sie zu entlassen und nicht noch lange über die Ausstellung zu sprechen. Ich habe die große Freude bekommen, diese Ausstellung zu gestalten. Wie gestaltet man aber eine Ausstellung, die aus einem digitalen Archiv heraus entsteht, mit Digitalisaten? Und ich möchte mich ganz besonders bei Stefanie Mutter von Extraplan bedanken, die diese Fahnen, die hier in der ganzen Musikschule herumflattern, im wahrsten Sinne des Wortes, kaum kommt ein Windstoß, flattern sie wirklich herum, die einen ganz kleinen Einblick geben in das bereits digitalisierte Archiv. Aus jeder der Fahnen könnte man wahrscheinlich 4 Ausstellungen machen, also freuen Sie sich schon auf die Zukunft. Und ich möchte Ihnen als kleine Anregung eine kleine Geschichte mitgeben. Ich war vor 3 Wochen im Konzert in Wien im Musikverein, die Symphoniker haben gespielt, Dvorak, Cellokonzert, Richard Strauss, ein Wohlklang. Und plötzlich habe ich die Augen geschlossen und mir gedacht, nein, ich darf das jetzt nicht genießen. Nikolaus Harnoncourt hat gesagt, man muss aufgerüttelt werden. Wohlklang ist ganz schlecht. Und plötzlich habe ich so ein schlechtes Gewissen bekommen während des Konzerts. Das möchte ich Ihnen mitgeben, auch als kleine, wie soll ich sagen, als kleine immerwährende Begeisterung. Gehen Sie ins Konzert und denken Sie dran, es soll aufrütteln. Auch unsere Ausstellung möchte ein bisschen aufrütteln. Schauen Sie sich's an. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ich soll jetzt im Namen der Claudia auch noch sagen, alle, die auf ein Foto kommen, sollen bitte noch nicht davonlaufen. Nehmen Sie sich was zu essen und zu trinken und schauen Sie sich alle unsere wunderbaren Fahnen an. Wir freuen uns, dass wir hier die Visualisierung dieses wunderbaren Zentrums mitgestalten durften. Vielen Dank.